Ich bin ein grundsätzlich sehr, sehr großer Fan von dieser Jahreszeit, dem Winter und alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Ich weiß noch, als ich Kind war, da habe ich immer die Weihnachtsgeschichte bei uns in der Nachbarkirche gespielt. Und da bin ich eben mit diesen ganzen Weihnachtsstücken und Weihnachtsliedern und mit dem Weihnachtsrepertoire in Kontakt gekommen. Und seitdem kenne ich das. Und deswegen war das ein großer Wunsch von mir, irgendwann einmal all diese Stücke eben auch auf dem Horn zu spielen und eben dann für Horn und Orchester arrangieren zu lassen. Also das Besondere an diesen Stücken ist ja, dass sie ja alle arrangiert wurden. Also die wurden vorher nie gespielt. Wir spielen das hier alles zum allerersten Mal. Die wurden eben für Horn und kleines Kammerensemble, Kammerorchester arrangiert. Und es ist natürlich immer so, wenn man Stücke neu arrangiert, man weiß nicht, wie klingen die, wie funktionieren die. Sind die Dinge, die man sich vorstellt, sind die auch in der Musik vorhanden oder funktioniert die Musik ganz anders? Und deswegen ist das jedes Mal wieder, wenn man solche Musik spielt, hat das etwas von Entdeckungsreise. Man muss sich dem Charakter eines Stückes, der Idee eines Stückes, dem muss man sich so langsam annähern, gucken, wie kommt man dem Ideal, was man sich im Kopf vorstellt, wie kommt man dem so nah wie möglich? Oder taucht auf einmal eine ganz andere Idee auf, taucht auf einmal eine ganz andere Klangfarbe auf, ein ganz anderer Charakter, den man vorher so gar nicht im Kopf hatte. Und deswegen ist es so, wenn man eben Standardrepertoire aufnimmt, dann weiß man, was einen erwartet. Wenn man dann eben bekannte Melodien in einem neuen Gewand präsentiert, dann muss man das erstmal wieder von vorne alles kennenlernen. Und das ist etwas, was ein großes Abenteuer ist, aber eben natürlich auch auf der anderen Seite eine große Herausforderung. Ich glaube, diese Musik spricht einfach jeden an und Weihnachten, da kann jeder was mit anfangen. Für mich ist Weihnachten, es geht um Besinnlichkeit, um Ruhe, um Innehalten, auch mal um vielleicht einen Schritt zurückzugehen, darüber nachzudenken, was man alles gemacht hat, wie es einem geht und so weiter. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Der Rest des Jahres ist meistens sehr hektisch und man ist immer beschäftigt. Und wenn man dann in diese Weihnachtszeit reinkommt, dann findet man Ruhe und dann findet man besinnliche Zeit. Und es ist natürlich was immer Wiederkehrendes und dementsprechend ist auch diese Musik immer wiederkehrend. Und das hat etwas sehr Besinnliches, etwas von nach Hause kommen, zu sich selbst finden. Und ich glaube auch, diese Musik wird in 100 Jahren noch genau diesen Faszination, diesen Zauber haben, den wir heute dafür empfinden.